Hallo liebe Freunde, danke für das Einschalten. Jura aus Irkutsk grüßt euch ganz herzlich. Schön, dass ihr wieder dabei seid. In diesem Video nehme ich euch mit auf einen Spaziergang durch das Dorf Listwanka am Baikalsee. Ich war dort letzte Woche und möchte euch in diesem Video ein bisschen vom Leben in Russland erzählen. Es ist also ein kleines Plauder-Video. Im letzten Nachrichtenvideo hatte ich berichtet, dass Elon Musk angeblich politisches Asyl in Russland beantragen möchte. Diese Meldung wurde von einem russischen Abgeordneten namens Wladislaw Davankov verbreitet, aber wie es sich später herausstellte, war diese Nachricht komplett erfunden. Der Abgeordnete hatte sich das wohl selbst ausgedacht oder einfach gewollt geglaubt. Das russische Außenministerium hat ihn darauf scharf kritisiert. Also können wir mit Sicherheit sagen, Elon Musk bleibt in den USA und will kein Asyl in Russland beantragen. Das ist jetzt klar. Also tief durchatmen, das Leben geht weiter. Vor etwa 2 Wochen hatte ich übrigens Besuch aus der Schweiz. Eine Schweizerin macht gerade jetzt Urlaub in Sibirien und hat mir ein bisschen erzählt, wie das mit dem Visum ablief. Sie hat ihr Visum in Bern über ein Visazentrum beantragt, nicht persönlich bei der Botschaft. Das Ganze hat knapp über 200 Schweizer Franken gekostet. Sie hat ein Touristenvisum für einen Monat bekommen und reist jetzt in der Region Burятien herum. Nach Irkutsk kam sie über Taschkent. Zuerst flog sie von Zürich nach Istanbul, dann weiter nach Taschkent und von dort mit Usbekistan Airlines nach Irkutsk. Vorteil, sie musste bei den Umstiegen nicht lange warten. Insgesamt war sie mit der Verbindung sehr zufrieden, auch wenn es natürlich eine lange Reise war. Bei der Passkontrolle in Irkutsk musste sie dann 2 Stunden warten. Für ein sogenanntes Interview. Zum Glück war nicht so viel los. In Moskau dauert das oft noch länger. Da muss man mindestens 3 Stunden einplanen. In Irkutsk geht es meist etwas schneller, durchschnittlich etwa 2 Stunden, so mein Eindruck. Sie erzählte mir auch, dass noch ein Deutscher dabei war, der mit einem Zelt unterwegs war. Der wurde sehr intensiv befragt. Und das bringt mich zu einem wichtigen Punkt. Momentan ist es wirklich keine gute Idee, mit einem Zelt nach Russland einzureisen. Ein Europäer mit Zelt wird schnell als verdächtig eingestuft. Manche sagen sogar, als potenzieller Spion. Ich verfolge auf YouTube einen Deutschen aus Bayern, der ganz gut Russisch spricht und über das Alltagsleben in Deutschland berichtet. So ähnlich wie ich, nur eben auf Russisch. Er wollte neulich mit Zelt und ohne Handy nach Weißrussland einreisen, aber ihm wurde die Einreise verweigert. Also ist er zurück nach Polen gefahren und hat sich dann entschieden, in die Ukraine zu reisen. Dort, sagt er, sind Deutsche sehr willkommen. An der Grenze hatte er überhaupt keine Schwierigkeiten, sein Gepäck wurde nicht mal kontrolliert. Deshalb kann man sagen, wenn man unbedingt Urlaub im russischsprachigen Raum machen möchte, ist die Ukraine derzeit wohl die bessere Alternative zu Russland oder Belarus. Aber in der Ukraine wollten nur wenige Leute mit ihm Russisch sprechen. Das hat ihn etwas enttäuscht, weil er die Sprache üben wollte. Ich sage es nochmal. Bei der Einreise muss man heutzutage unbedingt ein klares Ziel und den Zweck angeben, meistens eben Tourismus. Alles andere sorgt schnell für Misstrauen. In einem früheren Video habe ich übrigens vom nordkoreanischen Personenzug erzählt. Ich hatte damals am Hauptbahnhof Irkutsk nachgefragt. Man sagte mir, es ist kein eigener Zug, sondern nur 2 Waggons, die an den russischen Fernzug Rossiya Nummer 1, 2 angehängt werden. Diese Waggons werden dann an der Grenze im fernen Osten, irgendwo bei Chabarowsk, wieder abgekoppelt und an einen nordkoreanischen Zug weitergegeben. Momentan kann man Tickets für diese Strecke nur in Moskau kaufen. In den Regionen Russlands werden keine verkauft. Vermutlich wird genau kontrolliert, wer da überhaupt mitfahren darf. Vermutlich dürfen nur russische und nordkoreanische Staatsbürger mit diesem Zug nach Pjöngjang reisen.
Übrigens, das ist die längste Zugfahrt der Welt. Über 10.000 Kilometer. Länger als 8 Tage unterwegs. Natürlich wäre das ein spannendes Abenteuer, aber man darf innerhalb Russlands mit diesen Waggons nicht reisen. Das ist ausgeschlossen. Und für westliche Touristen ist dieser Zug ohnehin tabu. Dafür fährt jetzt wieder ein chinesischer Zug von Peking nach Ulaanbaatar. Mit dem kann man die transmongolische Eisenbahn erleben. In Ulaanbaatar kann man dann in einen mongolischen Zug umsteigen und weiter nach Irkutsk reisen. So sieht es aus. Früher, vor Covid, fuhr ein chinesischer Zug direkt von Peking nach Moskau, aber dieser wurde nach der Pandemie eingestellt. Und weil momentan kaum westliche Touristen unterwegs sind, ist diese Verbindung nicht mehr so gefragt. Deshalb wurde die Strecke auf verschiedene Zuglinien aufgeteilt. So kann man es sagen. In diesem Video seht ihr übrigens auch wieder das Dorf Listwanka. Ich war in den letzten Jahren mehrmals dort. Die früheren Videos findet ihr in meiner Playlist Baikalsee. Schaut gerne mal rein, falls ihr sie verpasst habt. Ich besuche das Dorf etwa alle 3 Monate. Im Winter etwas seltener, aber im Sommer dafür öfters. Wenn es in Irkutsk richtig heiß ist, kann man schnell hinfahren und am Ufer das klare blaue Wasser genießen. Es ist dort angenehm kühl, ganz anders als in der Stadt. Listwanka ist bei den Einheimischen nicht so besonders beliebt, das muss man ehrlich sagen. Das Dorf ist etwas chaotisch bebaut, aber viele Touristen aus anderen Regionen Russlands und auch aus dem Ausland besuchen es gerne, oft als erste Station am Baikalsee. So, liebe Freunde, das war's von mir für heute. Vielen Dank für das Anschauen. Ich wünsche euch alles Gute. Auf Wiedersehen.